Sailing Learning by Doing presents The Family, the Dead. a sailing story by the Campe family. Have you ever wished you'd just taken that risk and followed your dreams? In Lombok, we met an inspiring character who with his wife and kids did just that. In 1977, they sold the family home, built a steel yacht and set off on a 7-year circumnavigation of the world, visiting some of the most out-of-the-way places. The crew was Joachim, 39, Marie, 34, Silvestre, 11, Bartolome, 10, Letitia, 9, and Calixte, 5. Their schoolteacher Dagmar Heckel came with them. She was 31. The 13 episodes they made of their adventures made them the very first sailing vloggers. Now we go back in time. Here is their story. Zu sechst und als Familie durchsegeln wir seit 1,5 Jahren den Südpazifik. Die Marquesas, Tuamotus, Savai'i, Anuta und Malaita sind uns vertraute geografische Namen. Die Geschichten der ersten europäischen Entdecker, Cook, d'Entrecaut, Bougainville, Carteret und La Perouse, verbinden sich mit Ankerplätzen wie Fatu Hiva, Hivaoa, Bora Bora, Tukutea und Lelepat. In Papua-Neuguinea werden wir den einsamen Atoll Mortlok besuchen. Dort leben Polynesier, die noch keinem Missionar gestattet haben, sich auf ihren Inseln zu etablieren. Wir werden auch mit dem Flugzeug in das Hochland von Neuguinea fliegen und ein Gebiet durchstreifen, das von Weißen erst vor 50 Jahren entdeckt wurde. Bartolome steuert unser Boot und möchte abgelöst werden. Marie und Letizia sind in das Cockpit gekommen, um ein wenig frischen Wind zu spüren, bevor sie in der Kajüte das Frühstück vorbereiten. Silvester kommt vom Vordeck. Er kontrolliert, ob nach einer rauen Nacht Segelsäcke, Wasserkanister, Rettungsinsel und Beiboot noch fest verzurrt sind. Wir hoffen am Horizont den Atoll Mortlok zu entdecken. Jedes Atoll ist von einem Riff umgeben. Riff und Atoll sind bei Seegang von einem niedrigen Boot nur schwer auszumachen. Die Wellen verdecken Palmen und Brandung. Ein Riff in der Nähe, besonders nachts, ist eine tödliche Gefahr. Die Navigation muss stimmen. Ständig stehe ich unter dem Zwang, keinen Fehler machen zu dürfen. Wir sind abhängig von Sextant, Uhr und Rechner. In meiner Seekarte ist vermerkt Mortlok, Position fraglich. Wahrscheinlich von Kartenposition 6 Seemeilen nach Nordwesten zu verschieben. Diese Auskunft vergrößert meine Unruhe. Niemand scheint sich für die genaue Kartografierung eines winzigen Atolls zu interessieren. Die Familie arbeitet an Bord. Nicht nur die Schule beschäftigt die Kinder. Marie und Bartolome kämpfen mit den Tücken der Nähmaschinen. Schon das Einfädeln des Fadens in das Nadelöhr bei Seegang erzeugt ein übles Gefühl im Magen. Mit allen zerbrochenen oder nicht mehr funktionierenden Ausrüstungsgegenständen leben zu müssen, ist meist Fluch und manchmal Reiz dieser langen Reise. Unterhalt von Segel, Motoren und Bootsrumpf erfordern viel Zeit. Calixte hat das Steuer übernommen. Er ist 9 Jahre alt und lebt seit 5 Jahren auf dem Meer. Als wir in Seattle, USA unser Boot überholten, schickten wir Calixte zu einer Lehrerin. Sie war entsetzt, dass er die Farben der Verkehrsampel nicht kannte. Heute kennt er weder Rock noch Fußballstars, dafür die Sterne des Himmels. Calixte steuert das Boot gut und mit vollem Verantwortungsgefühl. Vorwürfe, dass wir die Kinder aus ihrer Umgebung, aus Schule und Freundeskreis reißen, schüttle ich ab. Ich glaube an diese Erziehung. Wir geben den Kindern Selbstvertrauen. Ständig müssen sie mit neuen Situationen und Menschen umgehen lernen. Hinter einem Riff geschützt vor Anker zu liegen, das Rauschen der Palmen zu hören, keine Sorgen und keine Anspannung mehr zu fühlen, scheint mir noch ein entfernter Traum. Der Wechsel vom offenen Meer zum Ankerplatz ist für uns immer unerwartet plötzlich. Auf dem Meer sind wir bis zur Erschöpfung gefordert. Wasser und Wind sind bis zum letzten Moment unerbittlich. Vor Anker gibt es nur Friede und Entspannung. Wird Mortlok unseren Wunschvorstellungen entsprechen?
Die meiste Zeit während unserer Reise um die Welt leben wir in Erwartung. Erwartung und die plötzliche Konfrontation mit der Wirklichkeit ist unser Abenteuer. Die Polynesier empfangen uns mit der Freundlichkeit, die wir erhofften. Calixt beginnt seine Freundschaften unbeschwert. Dass er sich wieder trennen muss, stört ihn nicht. Schon viele Male haben wir vor tropischen Inseln geankert, aber keine Insel schien uns vom ersten Moment an so heiter, hell und entgegenkommend wie Mortlock. Weit ab von der Welt, aus der wir ansegeln, wollen wir bleiben, ohne über die Zeit nachzudenken. Das Fleisch der Tridacta-Muschel ist eines der wenigen Nahrungsmittel, über die die Inselbewohner verfügen. Fisch, Kokosnuss, Bananen, Tarowurzel, Huhn und selten mal ein gebratener Vogel und Muschelfleisch. Davon muss hier jeder Einwohner leben. Mensch und Natur stehen in einem fragilen Gleichgewicht. Die Bestände an Fisch, Muscheln, Nuss und Wurzeln sind beschränkt. Die Abhängigkeit davon ist eindeutig. Von Umweltschutz braucht hier niemand zu sprechen. Die Auslegerpirogen der Polynesier landeten vor ungefähr 500 Jahren auf diesem Atoll. Mortlock hat seine eigene Sprache, Tetaratara-Taku. Zu dem Lächeln des Empfangs kommt die Musik des polynesischen Lebens. Zu einem Tanz braucht es hier keinen großen Anlass. Mortlock liegt 80 Seemeilen östlich von Keta, einer Hafenstadt an der Küste von Bougainville. Noch weiter östlich liegt der Atoll Tasman und südlich, schon in dem Hoheitsgebiet der Solomoninseln, der Atoll Otong-Java. Mitten in der melanesischen Welt der Solomonen und von Papua-Neuguinea sind nur die Atolle von Polynesiern besiedelt. Zwischen den Atollen und Keta verkehrt ein kleines Handelsschiff. Saoka und Huarini fischen beste Meer, eine Seegurke, die gekocht und geräuchert als Aphrodisiak nach Asien verkauft wird. Das Meer brandet gegen das Riff und der Friede innerhalb der Lagune lässt sich nicht stören.
Und doch, aus der Ferne von Quieta kommt eine gefährliche Bedrohung für die Gemeinschaft der Polynesier. Vor einigen Jahren entstand bei Quieta das größte Kupferbergwerk der Welt. Die jungen Leute, die unternehmungslustigsten Männer der Insel, werden durch die hohen Löhne verlockt, im Tagebau zu arbeiten. Die Mädchen der Insel sind darüber nicht glücklich. Der Abzug der Männer zehrt an der Lebenskraft der Gemeinschaft. Wenn diese Männer vom Bergwerk zurück auf den Atoll kommen, bringen sie Alkohol, Krankheiten und eine neue Moral mit. Silvester liebt die schnellen Auslegerboote, Tehuaca Faila genannt, aber mehr noch die Bewohner von Mortlock. Nachts kommen die Männer auf unser Boot. Für viele Stunden sitzen sie mit der Petroleumlampe an Deck, singen und halten die Fischleine ins Meer. Silvester ist immer bei ihm. Oft schläft er an Land. Seine Freunde wollen ihn auf Mortlock behalten. Silvester fühlt, dass er in dieser Gesellschaft Außenseiter bleiben würde. Und trotzdem scheint ihm das Leben auf Mortlock sehr verlockend. Wie wird er sich in 2 Jahren, wenn wir unsere Reise um die Welt beendet haben, in unserer Gesellschaft zurechtfinden? Welche Kraft werden die Erinnerungen an diesen Atoll und an seine Freundinnen Teao und Fititaa haben? Während die Männer die Seegurken ausnehmen, bereiten die älteren Frauen einen Erntetanz vor. Der überlieferte Glaube lebt, hat aber nicht mehr die dominante Kraft vergangener Zeiten. Der Chef der Insel bestimmt, wann ein spiritueller Tanz stattfindet. Der Atoll Mortlock besteht aus dem Riff, dem geschützten Wasser innerhalb des Riffes, in dem wir ankern, und aus mehreren kleinen Inseln. Jede Insel hat seine eigene Funktion. Auf der Insel Nukutoa liegt das Dorf, die Insel Taku'u ist die Garteninsel. Kokosnuss, Bananen und Taro werden dort angepflanzt. Silvester und Saoka ernten die Taro-Wurzel. Saoka fährt jeden Tag zur Garteninsel. Taro-Wurzel, gestampft und gekocht, wird täglich 2-mal gegessen. In die Blätter der Taro-Pflanze eingewickelt wird der Fisch gebraten. Die Einwohner mögen unsere Konserven als Abwechslung. Marie kocht Süßspeisen in ihren größten Töpfen.
Während die Kinder sich immer mehr in den Rhythmus von Mortlock einleben, muss ich an unsere zweite Unternehmung, den Flug in die Highlands, denken. Wir müssen nach Neuguinea segeln und von dort ein Flugzeug chartern, um nach Montbrosave zu fliegen. Auch für uns vergeht die Zeit schnell. Als wir vor 5,5 Jahren in Frankreich ablegten, wollten wir in 3 Jahren zurück sein. Wie lange kann ich diese Reise mit gutem Gewissen ausdehnen? Neben Bêche de Mer ist getrocknetes Kokosnussfleisch, Copra genannt, die zweite Einnahmequelle der Insel. Die Frauen bringen Kokosnüsse von der Garteninsel zur Wohninsel. Hey! Pinagaturan na rin sila ay. Pero ko naman tunakin mo itay. Sila na ako. Ay, ito manakakorban ulit. Heute wird für Copra nur sehr wenig Geld bezahlt. Vor 100 Jahren war dies anders. Auf Mortlock residierte ein deutscher Verwalter für die legendäre Queen Emma, eine gebürtige Samoanerin, die einen weißen Handelskapitän geheiratet hatte. Für lächerlich geringe Gegenwerte wie Tabak und Macheten erkaufte sie sich die Plantagenrechte auf vielen Inseln und verdiente mit Copra ein großes Vermögen. Ihre palastartige Residenz bei Rabaul und ihre Champagnerfeste waren im ganzen Pazifik bekannt. Queen Emma starb in Monte Carlo und ihr Reich verfiel so schnell, wie es entstanden war. Auch anstrengende Arbeiten werden gelassen und heiter ausgeführt. Immer bleibt Zeit für Spaß, Gesang oder Reflexion. Selten gelingt es, einen Seetölpel zu fangen. Umwelt, Tänze und Traditionen sind sehr verletzlich. Von ihrer Religion wollen die Einwohner nichts erzählen. Sie reagieren scheu und zurückgezogen. Ich glaube, sie fühlen sich durch die Berichte von der westlichen Welt in eine Art Außenseiterposition gedrängt. Die jungen Leute, besonders die Mädchen, wollen den Anschluss an eine Welt, die sie nur von Hörensagen kennen. Niemand von uns will Mortlock verlassen, und doch ist die Umsegelung der Welt für uns ein Muss und der Aufbruch unausweichlich. Die Kinder bedrängen mich, länger zu bleiben und den Flug in das Hochland von Neuguinea auszulassen. Ich will nicht. In einem Tal zu landen, welches von Weißen erst vor wenigen Jahrzehnten zum ersten Mal betreten wurde, scheint mir zu verlockend. Die abendlichen Gesänge der Männer, von dem Chef angeführt, erzählen von den Fahrten über die Meere und von den Erlebnissen der Vorfahren.
Dschungel von Neuguinea liegt unter uns. Wir überfliegen den Fluss Tagari. Unerklärlicherweise glaubte man bis 1920, dass dieses Hochland unbesiedelt sei. Dann berichteten Goldsucher von einem intensiven Stammesleben, Expeditionen folgten und bald wusste die westliche Welt, dass hier 700.000 Menschen bis in das 20. Jahrhundert unentdeckt lebten. Unentdeckt aus unserer Sicht. Das Flugzeug hat uns am Mont Bosabe abgesetzt. Erst 1965 brachte die australische Verwaltung von Papua-Neuguinea dieses Gebiet unter ihre Kontrolle. Die Missionare folgten und bauten einen Flugplatz. Moskitos und Blutegel quälen uns. An Lianen hängend ist das Bad im Fluss für Silvester, Bartolome und Letizia eine Erleichterung. Wir wollen in das dicht bevölkerte Hochland um Tari gelangen. In den kleinen Dörfern finden wir nachts Unterkunft. Wir schlafen in den leerstehenden Hütten der Kiab. So wurden die Offiziere australischer Patrouillen genannt. Der Rauch im Langhaus vertreibt die Moskitos. In dem Langhaus wohnt ein ganzer Stamm gemeinsam. Die Missionsstation siedelt die Bewohner aus dem Langhaus in Einfamilienhäuser um. Das traditionelle Leben stirbt schnell ab, da alle Riten auf das Gemeinschaftsleben im Langhaus abgestimmt sind. In der Gegend von Tari erleben wir unser erstes Pig Kill. Ein Big Man, ein wichtiger Mann, ist vor einem Jahr gestorben. Sein Geist soll heute geehrt werden. Nach dem Glauben der Highlander bleibt die Seele eines Toten nur so lange am Leben, wie ihrer gedacht wird. Es werden 48 Schweine geschlachtet. Je mehr Schweine getötet werden, je größer das Fest und damit die Ehrung des Toten. Die Aufzucht der Schweine obliegt den Frauen. Sie umsorgen die Schweine mit der Fürsorge, die man in unserer Gesellschaft vielleicht einem geliebten Hund geben würde. Und trotzdem bringen die Frauen ihre Schweine ohne ein Zeichen von Trauer zum Pig Kill, da das Opfer das Ansehen der Familie erhöht. Derjenige gilt in dieser Gesellschaft als der angesehenste, der die meisten Schweine und Muscheln verschenkt. Obwohl das Haben Voraussetzung des Schenkens ist doch das Schenken das Wesentlichere. Auch heute wird in dieser ehemals geldlosen Gesellschaft der Brautpreis in Schweinen und Muscheln ausgehandelt. Jeder registriert hier, wer welches Schwein anbringt. Am Ende des Pig Kills wird das gebratene Fleisch aufgeteilt. Der Beschenkte muss sich merken, welchen Teil er von wem bekommen hat, denn er steht unter der Verpflichtung, eines Tages dem Spender anlässlich eines anderen Pig Kills ein wertvolleres Schweineteil zurückzuschenken, wenn er sein Ansehen behalten will.
Zur traditionellen Kleidung gehört der Bilum, ein aus Naturfaser geknüpfter Sack, der um Schulter oder Stirn geschlungen wird. In dieser Tasche wird alles getragen: Früchte, Brennholz, Jagdbeute, auch Kind- und Kleinutensilien wie Tabak oder Flöte. Die Bambusmesser sind rasierklingenscharf und werden auch zur Rasur benutzt. Nur durch den Abzug einer einzigen Faser ist das Messer neu geschärft. Das Schweinefleisch brät in einem Erdofen ähnlich dem polynesischen Umu. Auf Steine durch Feuer erhitzt und dann mit Farn bedeckt werden die Schweineteile gelegt, mit Bananenblättern zugedeckt und mit Erde zugeschüttet. Nach einem halben Tag sind die Schweineteile gar und zum Verteilen bereit. Auch uns wird ein kleines Teil geschenkt, schmeckt ausgezeichnet. Da wir später keine Schweineteile zurückschenken können, gebe ich dem Spender mein Taschenmesser, was auch unserem Ansehen hilft. Männer und Frauen schmücken sich mit der halbmondförmigen Chinamuschel. Die Männer tragen im Nacken einen Tukanschnabel und Wildschwein- oder Hundezähne. Im geflochtenen Rindengürtel steckt immer ein Kasowari-Knochen als Dolch. Die Männer mit den Blumenperücken gehören zu dem Stamm der Huli. Die Perücke ist ein Zeichen bevorzugter Stellung und wird aus dem abgeschnittenen Haar des Trägers, aus Blumen, aus Schlangenhaut und Paradiesvogelfedern hergestellt. Die Hulis tragen ihre Perücke jeden Tag, auch bei der Feldarbeit. Oft ist das lebende Haar mit der Perücke so eng verflochten, dass die Perücke auch nachts nicht abgesetzt wird. Der Kopf ruht dann zum Schlaf auf einer Nackenstütze, ähnlich einer kleinen Bank. Die Innereien werden mit Kumu, einer Art Spinat, in ein Bambusrohr gestopft und gekocht. Innereien werden ausschließlich von Frauen gegessen. Das Hochland von Neuguinea liegt 1900 Meter über dem Meeresspiegel. In diesem Hochland wird seit 9000 Jahren Schweineaufzucht betrieben. Der Pickhill findet auf einem Kaukaufeld statt. Kaukau bedeutet süße Kartoffel. Sie ist neben der Yam- und Taro-Wurzel Nahrungsgrundlage dieser Gesellschaft. Die süße Kartoffel ist in das Hochland eingeführt worden. Eine Theorie besagt, dass sie aus Südamerika kommt, eine andere, dass sie aus Asien in das Hochland gebracht wurde. Der Zeitpunkt ist unbekannt. Ein Big Man gibt den zwei Frauen des Verstorbenen Schweineteile. Sie können seine Wertschätzung an der Größe und Art der ihnen zugeteilten Schweineteile ablesen und vergleichen. Die Nackenpartie des Schweines gilt als der beste Teil. Wir verlassen das Fest, um zum Markt zu gehen. Abends ist auf dem Kaukaufeld des Pickhills kein Stückchen Abfall zu sehen. Nicht, weil der Abfall sorgfältig aufgehoben wurde, sondern weil es keine Abfälle gab.
Die Menschen sind sehr freundlich mit uns. Auch wir demonstrieren Sympathie. Wir tragen den Schmuck der Bewohner und suchen den Kontakt. Sowohl die weißen Plantagenverwalter, es wird im Hochland Kaffee angepflanzt, wie die Techniker für Entwicklungsprojekte, meist Australier, und die Missionare sind auf Abstand und Unterscheidung bedacht. Männer bereiten sich für einen Sing Sing vor. Da in Papua über 700 Sprachen gesprochen werden, führte die Regierung Pidgin, ein vereinfachtes Englisch mit anderer Schreibweise, als Landessprache ein. Sing Sing ist ein Pidgin-Wort und bedeutet Tanzfest. Farben und Linien der Bemalung haben symbolische Bedeutung. Die Selbstdarstellung mit Farben, Muscheln und Federn ist spezifische Kunst der Hochländer. Schlechte oder nachlässige Selbstdarstellung bringt Unglück. Kein Unglück im Leben eines Highlanders ist zufällig. Es gibt immer einen Schuldigen. Und die Schuld muss ausgeglichen werden. Schuldausgleich, Kompensation ist für alle Männer ein beherrschendes Thema. Diskussionen darüber, wie viel Schweine oder Chinamuscheln zu zahlen sind, führen leicht zu Stammesfehden. Häufige, auf jeweils 2 Stämme beschränkte kriegerische Auseinandersetzungen bauen latente Aggressionen ab und verhindern große Kriege. Wir sahen ein brennendes Dorf und eine zerstörte Straßenbrücke. Land gehört den Familienclans. Wir dürfen nur in Begleitung eines jeweiligen Familienmitgliedes durch die Felder streifen. Immer wieder wird mir gesagt, bleibt doch hier, Land haben wir genug. 1885 wurde Neuguinea zwischen Holland und England aufgeteilt. Am Konferenztisch bestimmte man den 141. Grad West als Grenze, ohne auch nur zu ahnen, dass dies durch ein dicht bevölkertes Gebiet führt. Heute trennt die gleiche Grenze den 1975 unabhängig gewordenen Staat Papua-Neuguinea von Indonesien und ist Grund für ein gespanntes Verhältnis zwischen den beiden Nationen. Wir wollen einen großen Sing Sing miterleben und fahren nach Mount Hagen. Die Mendi-Krieger haben ihre Haut mit Schweinefett eingerieben. Schmuck dokumentiert den Status des Tänzers. Omak sind kleine Bambusröhrchen, die zu einer Platte zusammengefügt um den Hals getragen werden. Jedes Röhrchen steht für ein verschenktes Schwein oder 8 verschenkte Chinamuscheln. Tanz ist hier nicht als Vorführung gedacht.
Tahigi-Krieger tragen die Federn der Prinzess Stephanie Paradiesvögel. Glanz und Schwung der Federn sind Stolz der Träger. Rot der Enga-Frauen symbolisiert Weiblichkeit. Schwarz ist die männliche Farbe.
Die Paradiesvogelfedern werden sorgfältig bis zum nächsten Sing Sing verstaut. G'day guys, Guten Tag aus Indonesia. Yep, you heard that right. We are now back in Indonesia. Maria's here with me and we are just sort of starting our quarantine. You have to do 5 days quarantine in Jakarta. So we're here for a few more days, stuck in this hotel room, and then we'll fly to Lombok and we'll be back on the boat and we'll see Joachim again. Anyway, I hope you enjoyed this episode. This one's sort of the reason why I started showing these episodes and why me and Joachim had a good connection, because I've been to Mortlach too. It's a very, very seldom visited place, and just at the fact that both of us had visited there, even though it was 35, 40 years apart, gave us a connection and something to talk about in the very beginning. So that's my background on Mortlach. Yeah, what do you think about the Papua New Guinea part, Marie? For me, it was also the first episode I saw that Joachim gave me to watch the first time. And even if I am not really speaking German, I was really super amazed about these archives of video, because as you said, it's not existing anymore, and what we are seeing about their culture, their way of living, are probably not existing now. So yeah, it's super interesting to see how it was back then. Yeah, so that was number 10. We have 2 more episodes to go. And then I'm going to interview Joachim again because you've all asked so many questions in the comments about things relating to the videos, but also what's happened in life afterwards to the kids, to the family, all that. So I'm going to try and ask him some of those questions, and we'll see how we go with answering them for you. If there are other questions you have, please put them in the comments below. This is a pretty interesting series, and you guys are really into it and sort of along for the ride, so really interested to hear your feedback. Okay, see you for the next episode. Bye-bye. Bye-bye.